Die Themen im heutigen Zocker-Lounge-Wochenrückblick sind: Die Definitive Edition von Dawn of War sieht richtig gut aus. Swift-Konkurrent Yield Fall of Rome erschienen. Fatadeum mit finalem Release-Datum. Celestic Empire sucht Spieletester. Weitere Infos zu Hyper War. Nintendo präsentiert beeindruckendes Gamescom-Line-Up. Auch City Builder Reef erstmals auf der Gamescom anspielbar. Und Ubisoft widmet die Messe Anno 117 Pax Romana. Dieser Wochenrückblick wird euch auch diese Woche von meinem Partner Instant Gaming präsentiert. Bei Instant Gaming erhaltet ihr in der Regel alle Videospiele zum Teil deutlich günstiger als auf den Hauptplattformen und könnt so jede Menge Geld bei eurem liebsten Hobby sparen. Heute möchte ich euch das in Version 1.0 erschienene Yield Fall of Rome empfehlen, dazu aber gleich noch mehr. Die bald erscheinende Definitive Edition von Warhammer 40k Dawn of War ist im Grunde eine Neuauflage des RTS-Klassikers aus dem Jahr 2004 und wurde nun umfassend mit echtem Gameplay vorgestellt. In der Hauptkampagne überfallen Orks einen imperialen Planeten, was dich als Commander der Blood Raven auf den Plan ruft, also einem Orden der Space Marines, um die Kontrolle zurückzuerlangen. Natürlich ist da nicht alles so, wie es scheint, und zu allem Überfluss mischen sich noch weitere Fraktionen aus dem Warhammer-Universum ins Getümmel ein. Mit allen Add-ons sind dann sogar 9 unterschiedliche Völker spielbar. Die neue Definitive Edition wurde grafisch aufpoliert, wird wie das Original unter anderem über deutsche Sprachausgabe verfügen und dann wieder vollumfänglich im Multiplayer spielbar sein. Mir läuft das Ding hier noch viel zu sehr unter dem Radar. Als Strategiefan sollte man das aber unbedingt auf dem Schirm haben. Die neue Definitive Edition von Dawn of War erscheint schon kommende Woche am 14. August und wird 30 € kosten. Mit Yield Fall of Rome ist den Jungs und Mädels von Billion Worlds eine echte Alternative zum übermächtigen Civilization gelungen, welches sich auf die Antike konzentriert und wie gesagt den Fall Roms behandelt. Yield ist diesen Januar in seine Early Access Phase gestartet und verlässt diese nun kommende Woche am 11. August nach einem halben Jahr mit seinem Full Release wieder. Version 1.0 überarbeitet die Monarchen und gibt diesen neue Attribute und Fähigkeiten, um mehr Einfluss auf die Schlachten nehmen zu können. Zudem gibt es auch neue Gebäude in Form von Stadtstrukturen sowie viele Balance- und allgemein Quality-of-Life-Verbesserungen. Yield ist nicht nur eine sehr gute 4X-Strategie-Alternative, sondern auch deutlich günstiger als die Konkurrenz. Denn mit gerade mal 14 € bekommt ihr hier bei meinem Partner Instant Gaming sehr viel Spiel für sehr wenig Geld und seid gute 6 € günstiger als über Steam direkt. Mit einem Kauf über meinen Partnerlink unterstützt ihr dabei gleichzeitig diesen kleinen Nischenkanal hier massiv. Inspired by the God Games of old. Die aus Deutschland stammende Göttersimulation Fatadeum hat jetzt endlich einen finalen Release-Termin erhalten und startet somit am 15. September in seine Early Access Phase auf Steam. Das Spiel bedient sich klar an Klassikern wie Black and White und lässt euch als Gott eine kleine Zivilisation verwalten, die in einer Welt leben, die sich je nach eurem Handeln in himmlisch oder Richtung Hölle verwandelt. Hinzu kommen rivalisierende Götter, mit denen ihr dann auch Krieg führen könnt, sowie Quests und Geheimnisse und natürlich genretypisch ein großer Fokus auf die spielrelevante Physik. Be God. Who will you become? Celestial Empire ist im Grunde einfach gesagt ein Anno-Klon im antiken China. Im Spiel werdet ihr vom Kaiser zum Gouverneur einer Provinz berufen, in welcher ihr dann eine Stadt errichten sollt und später über Handel zur Großmacht aufsteigt, während euch harte Winter und Naturkatastrophen das Ganze ein wenig schwerer machen. Ich habe schon vor Jahren in eine frühe Version reingespielt und fand es eigentlich alles andere als schlecht,
hatte aber wie immer zu wenig Zeit, um mir richtig eine aussagekräftige Meinung bilden zu können. Wer möchte, kann sich jetzt noch bis zum 12. August für einen ausführlichen Playtest via Steam-Page bewerben, wobei bewerben hier wohl das falsche Wort ist, da jeder, der Interesse hat, teilnehmen kann. Our position has been discovered. A turret is badly damaged. Vergangenen Donnerstag habe ich euch das bei Köln entstehende RTS Hyperwar genauer vorgestellt. Mittlerweile hatte ich auch Kontakt mit dem Solo-Dev Andreas Steinhorst, der noch einige Sachen zu seinem Spiel ergänzt hat, welche es nicht mehr in die Preview geschafft haben. So gibt es momentan nur eine spielbare Fraktion, die aber nach Belieben mit der eigenen Wunschnation gebrandet werden kann. Mittelfristig sind aber weitere richtige Fraktionen geplant. Wem die Munition- und Treibstoffverwaltung zu kompliziert ist, kann diese vorab abschalten, zudem lassen sich eigene Farbprofile für das UI und die Einheiten entwerfen. Leider ist aktuell kein Multiplayer-Modus geplant, was sich aber dann nach Early Access Release mit entsprechendem Erfolg durchaus noch ändern könnte. Wichtigster Punkt ist aber, dass aktuell Alpha-Tester gesucht werden, die das bisher vorhandene auf Herz und Nieren testen, ehe dann auf dieser Grundlage irgendwann zum Ende des Jahres die Demo für alle erscheint. Rest in peace, asshole. This is a story about success. A true story about a place where reality and fantasy merge. Und damit kommen wir zur Gamescom 2025, die langsam aber sicher ihre Schatten vorauswirft. Auch ich werde dieses Jahr nach langem wieder vor Ort sein und unter anderem die Pioneers of Pagonia Singleplayer-Kampagne von Volker Wertig vorgestellt bekommen. Freue mich mega drauf. Falls ihr mich seht, also ich bin Mittwoch am Pressetag und Donnerstag auf der Gamescom, dann sprecht mich gerne an. Eines der Highlights dieses Jahr ist das nach längerer Pause zurückkehrende Nintendo, welche für die Switch 2 natürlich ordentlich Spiele mitbringen. So könnt ihr in Halle 9 unter anderem Metroid Prime 4, Pokémon, Hades 2, Hollow Knight, Silksong, Elden Ring, EA Sports FC 26 und Final Fantasy 7 anspielen. Gerade auf Metroid Prime 4 bin ich super gespannt und hoffe mal Hand an den 120 FPS Modus legen zu dürfen. Psychic abilities. Abseits von Nintendo wird auch erstmals das spannend klingende Reef Kingdom on the Distant Shores in der Indie-Area gezeigt werden, in welchem ihr in einer mittelalterlichen Fantasy-Welt mit Füchsen viele Siedlungen samt Burgen gründet. Auch Ressourcenmanagement, Diplomatie und Handel sowie das Wohlergehen der eigenen Bürger sollen eine wichtige Rolle spielen, während die Militärkomponente noch zeigen muss, was dieses so zu bieten hat. Ich habe mir bei den Devs jedenfalls einen Slot gebucht und werde dann dementsprechend berichten. Großes Highlight für Strategie- und Aufbauspieler ist aber natürlich der Messeauftritt von Ubisoft, die ihren fast vollumfänglich A917 Pax Romana widmen. Neben jeder Menge Anspielstationen, in denen ihr dann auch erstmals Hand an die Provinz Albion legen dürft, soll der Stand auch zum Fotomachen einladen, welcher mit Statuen und Tempeln aufwendig römisch gestaltet wurde bzw. wird. Außerdem gibt es hier mehrmals täglich verschiedene Präsentationen zum Spiel, in denen ihr dann auch selbst Fragen an die Devs stellen könnt, damit danach wirklich gar keine Frage mehr zum Flaggschiff-Titel offen bleibt. Ich werde natürlich versuchen, so viel mitzunehmen wie möglich ist und euch dann nach der Gamescom ausführlich berichten. In diesem Sinne, holt euch Yield bei Instant Gaming mit meinem Partnerlink und kommt gut in die neue Woche. Bis zum nächsten Mal.